Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Perforry und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. So langsam wird das Wetter ja ein bisschen kälter und ich dachte, das ist die perfekte Gelegenheit, um mal meine Vanillelieblinge mitzunehmen. Also Düfte, bei denen Vanille auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Aber kleiner Spoiler vorweg, ich habe auch Düfte mit dabei, die natürlich an etwas wärmeren Tagen durchaus auch funktionieren. Ein so ein Duft ist zum Beispiel der erste, den wir uns anschauen, und zwar ist das der Avant et Après von Isabey. Ich mag die Marke Isabey total gerne. Die haben normalerweise eher etwas schwerere Düfte und oft auch florale Düfte. Und auch der Avant et Après ist auf jeden Fall ein floraler Duft. Für mich aber ein sehr, sehr besonderer Duft. Ich habe den das letzte Jahr das erste Mal gerochen und ich habe den seitdem ständig getragen. Jetzt im Sommer habe ich tatsächlich so ein bisschen Pause gemacht, obwohl er auch in den wärmeren Jahreszeiten funktioniert. Aber er ist halt schon ein schöner Duft mit schönen weißen Blüten und einer wunderschönen Vanille, sodass es für mich so im Heiß- oder Hochsommer schon ein bisschen zu extrem war. Der startet richtig schön blumig süß vom ersten Riechen an. Er hat sehr, sehr viele unterschiedliche weiße Blüten mit drin. Er hat zum Beispiel Jasmin mit drin, er hat Freesie mit drin, er hat Orangenblüte mit drin. Das ist auch das, was so diesen frischen Vibe trotzdem auch mitgibt. Ich finde, alle Düfte, wenn der Orangenblüte mit dabei ist, dann sind die einfach nicht zu schwer, sondern man hat trotzdem so einen schönen frischen Vibe mit drin. Das ist definitiv ein Duft, der richtig schön cremig und ölig wird. Ich finde, das ist ein Duft, der sich wahnsinnig schön auf die Haut drauflegt, einen wunderschönen, sauberen Charakter hat und eben im Verlauf diese schöne, süße, vollmundige Vanille mit reingibt. Für mich ist das kein Gourmand-Duft. Es gibt ja genug Düfte, bei denen ist Vanille mit drin und das sind wirklich schöne Gourmands. Für mich hier definitiv nicht. Hier sind schon die weißen Blumen auf jeden Fall im Fokus. Du musst Weißblütler mögen, um den Avant et Après zu tragen. Für mich ist das aber wirklich ein schön femininer Duft. Also für mich nicht unisex tatsächlich, sondern schon eher für Frauen geeignet. Wunderschön zu tragen, ganz toller Alltagsduft. Ich trage den auch sehr, sehr gerne im Büro. Das werde ich jetzt auch wieder anfangen. Also es gab jetzt so die ersten 2 Tage im August. Ich habe gerade überlegt, doch, es war August, wo ich den schon auch getragen habe, weil es einfach so ein bisschen gesetzter war mit 23, 24 Grad. Da passt der perfekt und ich freue mich auf den Herbst, weil da werde ich ihn definitiv als mein Alltagsduft tragen. Auch der nächste Duft ist ein wunderschöner Vanilleduft mit einem etwas anderen Twist, und zwar ist das der Vanilla CEO von Crayon. Wunderschöne Marke, ich verlinke dir mal das Video, in dem ich mehrere Düfte von der Marke angeschaut habe, denn es lohnt sich, richtig cool. Aber wir bleiben erstmal bei dem Vanilla CEO, der von der Marke als der perfekte Büroduft ausgerufen wurde. Ich finde allein schon den Namen ziemlich witzig. Und, kleiner Spoiler vorweg, er passt definitiv ins Büro. Er startet im Gegensatz zu dem Avant et Après schon auch blumig, aber wir haben hier leicht fruchtig frische Noten mit drin. Wir haben hier nämlich eine schöne Mandarine und eine Bergamotte am Anfang mit drin. Das ist jetzt kein super spritzig zitrischer Duft, also das definitiv nicht. Aber er hat eben diesen leicht frischen Touch nochmal mit drin. Und im Verlauf bekommen wir eben eine schöne Vanille, aber es ist eine Vanille-Orchidee. Das heißt, wir haben hier keine Gourmand-Vanille mit drin. Die gibt aber so eine schöne Süße nochmal mit rein und man kann schon die Vanille auch schön mit rausriechen. Die Besonderheit bei dem Vanilla CEO, jetzt habe ich den falsch rumgestellt, so, dann kannst du es besser sehen. Die Besonderheit bei dem Duft ist, dass wir im Verlauf holzige Nuancen mit reinbekommen. Ja, das haben wir bei dem Avant et Après, den wir als erstes gerochen haben, ja nicht. Hier haben wir leichte holzige Noten nochmal mit drin, die den Duft richtig schön betten. Und ich finde, deswegen ist er für mich tendenziell auch nicht ganz so süß und nicht ganz so feminin wie der Avant et Après. Geht einfach so ein bisschen in eine andere Richtung, ist aber definitiv auch ein Alltagsduft, ein Duft, den du überall hintragen kannst, ob jetzt im Büro oder in deiner Freizeit, ist vollkommen egal, weil er echt easy zu tragen ist. Haltbarkeit und Sillage sind hier auf jeden Fall im Mittelfeld, wirklich ein schöner, angenehmer Duft. Ich dachte bei Vanilla CEO, das wird so ein richtiger Tussi-Duft, ist es aber nicht. Der hat so eine gewisse Eleganz, der hat so eine gewisse Seriosität und ist trotzdem richtig schön zu tragen. Toller Duft, würde ich sagen. Wir kommen zu einem weiteren sehr besonderen Duft, und zwar ist es der Douce Insomnie von L'Atelier Parfum, also süße Schlaflosigkeit. Und wir haben hier eine wunderschöne Vanille mit drin. Die steht aber nicht ganz im Fokus, denn im Fokus steht eine wunderschöne Kaffee- bzw. Cappuccino-Note bei diesem Duft.
Ach, schön. Der startet schon tatsächlich sehr, sehr süß. Wir haben hier nämlich auch unterschiedliche Blumen mit drin, unter anderem im Start Orangenblüte, Heliotrop, Jasmin. Ja, das ist schon ein blumiger Duft definitiv, aber was eben im ersten Riechen auch rauskommt, ist eben diese Kaffeenote. Die ist so ein bisschen milchig, deswegen Cappuccino passt perfekt. Ist so ein bisschen Gourmand dadurch auch, ist auf jeden Fall auch ein blumiger Duft. Mehr als der Vanilla CEO, ähnlich wie der Isabey, ohne dass wir hier eben nur Weißblütler mit drin haben. Das heißt, der Duft hat jetzt nicht diesen typischen sauberen Charakter, sondern ist eher so ein Blumenbouquet-Duft mit unterschiedlichsten Blüten mit drin. Und gewinnt eben im Verlauf eine schöne Vanillenote, eine schöne süße Gourmand-Vanille. Und wir haben auch hier bei dem Douce Insomnie eine schöne holzige Note nochmal in der Basis mit drinnen. Bettet das Ganze total schön. Ja, und lässt eben im Verlauf so eine leicht holzige Note nochmal mit reinkommen. Ich finde, der ist recht intensiv, dieser Duft. Also auch im Gegensatz zu dem Vanilla CEO ist der definitiv intensiver. Also Sillage und Haltbarkeit bei dem Duft top, also wirklich gegeben. Und ja, muss man so ein bisschen sparsam auftragen, kann man aber meiner Meinung nach trotzdem überall hin auftragen. Im Büro muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht kurz vorher auftragen, sondern schon so ein bisschen ausdampfen lassen. Ich glaube, sonst kann man den anderen KollegInnen so ein bisschen auf die Nerven damit gehen. Wir kommen zu einem Duft, der im Gegensatz zu denen, die wir davor gerochen haben, ich gebe es zu, die hatten alle so ein bisschen einen femininen Touch, auch gut von Männern getragen werden kann und zwar auch gerne getragen wird. Und zwar ist das von Pharmacia der Anniversary. Und der Anniversary ist für mich auch so ein schöner Gourmand-Duft, ein wunderschöner Duft, der auch so in die etwas kälteren Jahreszeiten, die da jetzt kommen, perfekt mit reinpasst. Oh, das ist so schön. Der startet richtig schön mit Zimt. Da muss man sogar aufpassen, wenn man da zu arg einatmet, dass man nicht so eine kleine Niesattacke bekommt. Kennt ihr von, ich glaube es ist von Wrigley's, diese roten Kaugummis? So ein bisschen ist das, also wirklich Zimt pur am Anfang. Wunderschön würzig, wir bekommen ganz schnell auch so was Gewürznelkiges nochmal mit rein und wir haben hier auch eine ganz feine, schöne Tabaknote. Also das ist wirklich ein Duft, der so ein bisschen vielleicht auch an Weihnachten erinnert. Kann man aber nicht nur rund um Weihnachten tragen, das auf keinen Fall. Ist aber ein schöner, würziger, von Anfang an zimtiger Duft. Und dieser Zimt, der bleibt auf jeden Fall mit drin, wird aber schön ergänzt durch Muskat auch. Also wir haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne würzige Basis. Und wir bekommen eine Süße nochmal rein mit einer wunderschönen Rose, ohne dass der Duft zu schwer wird. Ich finde, bei Rosendüften ist es oft so, dass sie einfach zu sehr dann nach Rose riechen, sodass es für mich persönlich dann einfach too much ist. Ich mag das nicht so gerne. Bei dem Duft allerdings nicht. Gibt einfach nur einen schönen Rosenakkord mit rein, was leicht Florales, wird aber nicht zu schwer. Wir bekommen im Verlauf auch eine schöne, leicht feine Ledernote mit rein und im Drydown auch wunderschöne Hölzer. Das dann in Kombination mit dieser vollmundigen Vanille ist richtig schön. Also wirklich ein ganz, ganz toller Duft, der eben von Frauen und von Männern gleichermaßen getragen werden kann. Die Performance von dem Duft ist auch richtig, richtig gut. Also da kannst du auf jeden Fall sparsam auftragen und hast sehr lange was davon. Der Anniversary ist wirklich so ein All-Time-Favorite, ein Duft, der wirklich jedes Jahr wieder rausgezogen wird aus dem Schrank und der getragen wird, weil er einfach richtig schön harmonisch ist. Wir kommen vielleicht schon fast zu einem Klassiker und zwar ist das der Note Vanille von Maison Micallef. Ich bin ja bekennender Maison Micallef-Fan. Ich liebe die Düfte dieser Marke. So auch den Note Vanille, der einfach in eine etwas andere Richtung nochmal geht, der auch einen überraschenden Start hat, wie ich finde. Und der ist wunderschön zitrisch, mandarinig, fruchtig. Also wir haben hier eine schöne Mandarine, wir haben hier schöne Zitrusfrüchte mit drin, die sich auch im Laufe des Duftverlaufs schon auch beibehalten. Also ich finde auch, wenn der Duft eine Weile auf der Haut ist, dass wir noch leichte zitrische, mandarinige Noten auf jeden Fall mit drin haben. Natürlich gehen die so ein bisschen in den Hintergrund, denn was dann rauskommt, ist eine wunderschöne Jasmin. Das heißt, wir haben hier weiße Blüten nochmal mit drin. Gibt auch so einen leicht sauberen, bisschen cremigen Charakter. Und dann, also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, als ich diesen Duft das erste Mal gerochen habe, bekommen wir auch leicht alkoholische Rum- und Cognac-Noten.
Ich finde diese Kombination wahnsinnig spannend. Also aus diesem zitrischen, dieser wunderschönen Jasmin, diesen wunderschönen alkoholischen Noten und dann bekommen wir eine Vanille mit rein. Also auch hier haben wir so einen kleinen Gourmand, der aber eben das besondere Etwas hat. Ein Duft, der perfekt zu Frauen passt, also auch hier würde ich sagen eher nichts für Männer, eher für Frauen tatsächlich. Ein perfekter Alltagsduft. Ins Büro wäre ich vorsichtig, der hat schon eine ordentliche Performance, dieser Duft. Also wenn, dann sparsam auftragen, aber ansonsten in der Freizeit kann man den wirklich perfekt tragen und ist wirklich ein schöner Alltagsbegleiter. Da würde ich auch keine Einschränkungen sehen. Lass mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was dein All-Time-Favorite Vanilleduft ist und vor allem auch an die Männer der Schöpfung da draußen, wenn ihr einen Lieblings-Vanilleduft habt, lasst es mich gerne mal wissen. Ich finde ja, Vanille und Männer ist manchmal so ein Gegensatz in sich. Ich glaube aber, unter anderem mit dem Anniversary, dass auch für Männer Vanilledüfte absolut geeignet sind. Das heißt, wenn du einen Duft hast, wo du sagst, oh, da mag ich die Vanille total gerne, lass es mich bitte wissen, freue ich mich total drüber, die dann kennenzulernen. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist und damit du das nicht verpasst, aktiviere am besten gleich die Glocke, abonniere den Channel, damit du es eben nicht verpasst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, ciao!